Bismillahirrahmanirrahim. Bester Yassaina Mene der Sultan. Wir sagen, der Großscheich sagte, Maulana Scheich sagte, er stellt eine Frage, was ist der höchste Grad an Egoismus? Tariqa Sohba wa khairu fi jamia. Bester Yassaina Mene der Sultan. We are asking opening for understanding. That is important. That is why we are saying Merid ya Sayyidi. Nicht Merid ya Sayyidi, weil hier irgendwas steht und ja, weil wir müssen was sagen, das ist nicht wichtig. Das nützt überhaupt nichts. Wenn du was vorliest oder nicht und du hörst irgendwelche Worte. Das nützt nichts. Nützt nur, wenn das Herz aufgeht und man versteht was. Verstehen nicht im Sinne von hier oben verstehen, sondern verstehen im Herzen, dass was ankommt. That is important in the Sohba, to open the heart to understand. Not important the words. Even if you don't understand the words, it doesn't matter. Important to get tajalli from the Sheikh. As-Sohba, Tariqa Sohba, ma Sheikh. Sheikh is here. Maulana Sheikh is here with his tajalli, with his medad, with his everything. He is here, he is in the, and he opens your heart and he makes us to understand something. Understand means you take something, not understand. If you understand this, before you went out you forgot it. Also you do the opposite before you got out. So, we are asking medad, when we are asking medad, that is a medad. Ja, Sheikh. MashaAllah. Und jetzt ist ein guter Augenblick. Jetzt ist der Augenblick, wo Allah nah ist. Allah ist nah. Näher als Moses Allah war. Ne? Wie geht das? Weil nur ein Schleier zwischen dem Fastenden, der fastet, zur Zeit des Fastensbrechens, kurz vorher, kurz nachher, um die Zeit herum des Fastenbrechen, ist Allah näher. Weil der Moses hat gesagt, alayhi salam, he said, der hat gesagt, der Moses, ja Allah, Mashallah, ich rede mit dir, ja, und was für eine, ich wollte mich bedanken, er sagt, was für eine Gunst, ich rede mit dir, ja. Dann fragt er, gibt es irgendjemand, der noch näher ist als ich? Ja. Ich rede mit dir, ja, du redest mit mir, ja, Mashallah. Gibt es noch irgendwas, was nee, also gibt's. In der Endzeit oder nicht Endzeit, in der Zeit von Sayyidina Muhammad, also nach dir, lange nach dir, komm hier. After Moses, he was saying, because he was speaking with Allah, is there anything nearer between you and me? Anything nearer? Thank you so much, oh my Lord, for your karam, for your great gifts. Then Allah saying, yes, O Moses, if I speak to you, between you and me there is 70,000 veils still. There is veils. We are speaking, but there is veils. But in the time of Sayyidina Muhammad, of my Habib, a simple servant, a Muslim who is fasting, he fasts when he breaks his fast, maybe before and after, during the time around Iftar, breaking the fast, there's only one veil between me and him. Not 70,000 veils, one veil between somebody fasting in the time of Muhammad, of the Ummah of Muhammad, and me. Ja, er hat gern gesagt, Moses sagt, ja, ist keiner näher, ja, außer also so nah, Mashallah, vielen Dank, ja Allah. Sagt Allah, nee, Moses, da ist in der Zeit von meinem Habib, vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Gemeinde, seine Ummah, den verordne ich Fasten, 30 Tage Fasten, im Monat Ramadan.
wenn die ihr Fasten brechen, ein einfacher Diener, ein einfacher Muslim, der fastet und der bricht sein Fasten und um die Zeit des Fastenbrechens herum, vorher, nachher, in dieser Zeit, weil Moses, wenn ich mit dir spreche, sagt Allah, ne? Wenn ich mit dir spreche, sind zwischen dir und mir 70.000 Schleier noch. Ja, wir sprechen zwar, du kannst mich hören, ich höre dich, aber es sind 70.000 Schleier zwischen uns. Aber wenn der Diener sein Fasten bricht, oder in die Zeit des Fastenbrechens kommt, dann lasse ich nur zwischen ihm und mir nur einen Schleier. Nur einen. Allah. Wahrscheinlich nicht 70.000. Nur einen. Ummat al-Muhammadi, Habibullah. Und dann die Umma von Mohammed. MashaAllah. Was für ein Segen. Ja, ist eine gute Zeit. Und Maulana mit seinem Geheimnis, mit seiner Existenz, mit seiner Intimität und Freundschaft mit Allah subhanahu wa ta'ala macht für seine Murids auch auf. Ja, macht auf, damit wir dafür was mitbekommen, inshallah. Das ist Medet. Das heißt Medet, ja Sayyidi. Ja Sayyidi, Medet. Sayyidi, oh mein Herr, das heißt auch wie mein Herr. Yasin. Yasin heißt auch, Surat Yasin, Jafar al-Sadiq hat gesagt, Yasin heißt Ja Sayyidi, Ja Sayyidi, Ja Sayyiduna. Wer ist damit gemeint? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagst du sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Oh Prophet, oh unser Herr, er ist unser Herr. Unser, nicht Herr wie im Christentum, sondern Herr ist unser Sayyid, unser Prinz, unser König, unser Herr. Das ist das Wort halt, das ist nicht der Rab, nicht Rab, aber unser Herr, Sayyiduna. Und der Diener der Umma. Sayyid al-Qaum. Sayyiduna, Sayyid al-Qaum. Der Führer der Gemeinde ist sein Diener. Da ist viel drin. Yasin, auf jeden Fall Jafar al-Sadiq hat es interpretiert, Tafsir Koran. Yasin, oh our Lord, yeah, not the Lord, but you are also on our heads, Ya Rasulullah. So you say to your Sheikh also, Ya Sayyid, Ya Sayyid, Medad Ya Sayyid. Du sagst auch zum Sheikh, Medad, gib uns Medad, für Suchbar. Egal was wir sagen, egal was wir verstehen, dass unser Herz kommt. Unser Herz. Jetzt ist gleich vorbei, wir müssen gleich gehen, aber wir machen hier. Jetzt wird gesagt, hat Maulana gesagt, damals, der übelste Charakter des Menschen ist, Egoist zu sein. Ja, also die grundschlechte Charakterzustand, der grundschlechte Charakterzustand, und der übelste natürlich auch, weil es ist ja eh das Schlimmste, ist halt Egoist, wenn du Egoist bist. To be egoist is the most bad characteristic, generally. It is, what is a sign to be egoist? The sign to be egoist is that someone, he cannot carry anything what is against his will. Against his will. Ja, was ist das Anzeichen von Egoismus? Dass man nichts, das seinem Willen widerspricht, ertragen kann. Nicht ertragen. Ich bin heute gefahren zur Derga und dann die Ausfahrt bei Sistich hast du Vorfahrt. Du darfst als Erster fahren. Ja? Dann habe ich ein bisschen gezögert, weil ich wollte was sehen, ganz kurz, ein bisschen rechts ran, so ein bisschen, aber ich wollte dann doch schon irgendwie weiter. Und dann sind die alle an mir vorbeigefahren. Noch einer, und ich bin schon rüber. Und dann, seid ihr irre, ihr... Ist Subu, kann man. Verflucht.
Schon bist du sauer. Das ist ja ein großes Schild, das du Vorfahrt hast. Und die haben ein großes Schild, das sie nicht Vorfahrt haben. Ja, die in einen Ort reinfahren, die müssen ja warten, bis du rauskommst. Die fahren immer weiter. Die sehen mich da stehen und fahren immer weiter. Hat Allah mir extra geschickt, um mein HB-Männchen zu zeigen. Das ist Ramadan. Halt, mein Freund. Wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB. Dann geht alles wie von selbst. Dann fahre ich wieder zurück und du fährst dann los. Die Reklame kennt ihr nicht mehr. Du kannst nichts ertragen. Es widerspricht dir. Du willst irgendwas machen, du bist da drauf, ja, und jetzt muss das und jetzt das und das. Was? Ist ja gar nicht. Was ganz anderes. Das ist Egoismus. Er will immer nur so, wie er will. He likes it to happen as he likes. Of course, for me it's normal. I'm a complete egoist. I'm 100% egoist. I'm compatible with my ego. Yes, I want this, and if this not happen, I'm not agreeing. I'm thinking deeply, what happened here? This is the normal state of the human being, I would say. I mean, you are not, but for me. He has no respect for ideas of another person. Hat keinen Respekt vor Ideen eines anderen. Der Egoist. Hat er nicht. Ja, er hat es nicht. Selbst wenn er Unrecht hat, er hat Unrecht, aber er wird es nicht zugeben. Er wird nicht sagen, ich habe Unrecht. Das kann nicht sein. He will not, if he is not right, he will not say that he is not right. He cannot admit that he is not right. That is egoism. Egoism is the basic of Pharaonismus, Pharaontum. Pharao sozusagen ist die totale, komplette, perfekte Darstellung vom Egoismus. Pharao, was ich will, ich bin Gott. Er will immer Herrscher sein, Herrscher. Ego will immer herrschen, Ego muss herrschen. Was passiert, der Wille des Egos muss passieren, ist Herrscher. Ja, und dies sind die Eigenschaften von Shaitan, im Grunde genommen. Shaitan will ja Chef sein, nach Allah will er direkt kommen, jetzt hat dummerweise Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Muhammad dahin getan, als Maqam al-Mahmud. Und dann ist er sauer geworden, richtig sauer, Shaitan. Und ist immer noch sauer, stinksauer. Deswegen versucht er alles, um dir in die Suppe zu spucken. He tries everything to make you bad with his ideas, and to make you dirty. Everything. He's so angry, very angry. Never left his anger. Because he was thinking he is the first one after Allah. And then, unfortunately, Allah, he make Sayyidina Muhammad on that place. It was for him, very unlucky. He is very angry. Yes. That is egoism, it's just the lowest level. Lowest level for a human being is egoism. It's the lowest level. Herrscher sein zu wollen. To be boss. To be boss is the lowest level of human being. That is exactly what is the most difficult for a human being to give it up. To give it up, to be boss, is the most difficult thing. Everything he can do, but not this. Power. To give power, to leave power, that he doesn't like at all. Everything you can take, but the last bad characteristics is that he will leave power through his hands. Power. Look, the people, politicians, these people, power. If I die, it doesn't matter. I need power. Only death can break them. And after death, also after death they are still hard, they need cleaning, fire cleaning.
main reason of all wars is this. That he wants power, that he is not giving up to be boss. The main reason. If a human being is cleaning himself, that's written here. If he, let's say he's cleaning himself, the last the last characteristic is that power to leave. Let's say he's cleaning, the last one to leave from him is the power, the wanting the power. Die letzte Eigenschaft, die ein Mensch verlässt, wenn er auf der Reinigung ist, auf dem Weg der Reinigung, was ein Sufi ja machen sollte, haben wir mal gehört. Oh, would be Sufis, ja, wir sind, haben wir gehört, wir sollten uns reinigen. Die letzte Eigenschaft, die uns verlässt, ist die Macht zu haben, ein bisschen Power, ja, ein bisschen, ja, sei es nur über eine Ameise. Ja, Ameise, ja, ich hab die Macht, ich kann sie zertreten, ja, das ist ja eine Ameise. Oder ich kann hier, einen Bruder kann ich hier einen Befehl erteilen. Mach mal das hier. Da bin ich schon, schon happy. Richtig froh dann schon. Ja. Die kleinen, überall kannst du es sehen, überall, in den kleinsten Sachen. Ja, es ist so, man schlägt einer Schlange den Kopf ab. Ja. Wenn der Schlange den Kopf abschlägt, dann geht der Schwanz, bewegt sie immer noch. Ja. If you cut the head of the snake, the tail is still moving. Okay. It is the work of the Tariqas, especially for Naqshbandi, not to leave anything from this. Good news. Good news. You are in good hands. He killed you, no way. Yes. Not leaving anything. Yeah, to clean everything completely. Ja, das ist der Weg der Tariqats, die Arbeit der Tariqats, alles rein zu machen, den Menschen, besonders Naqshbandi Tariqat, sie lassen nichts übrig. Das ist ihre Spezialität. Gar nichts. They don't do anything. They kill you, they make you put apart everything, then they put it together and so on. Wa min Allah tawfiq, wir hören uns die Fatiha. Schnell rauf, müssen